Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Mami Made! Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mami Made. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut überstanden, euch schön erholen können. Ja, vielleicht habt ihr euch ein bisschen schick gemacht zur Feier des Tages. Und vielleicht habt ihr bei der Gelegenheit, die Damen unter euch, festgestellt, so wie ich jedes Jahr von neuem, dass wenn man sich als Dame schick macht, so mit einem kleinen schwarzen oder einem Top oder so, das immer resultiert in Frieren. Und so im Hinblick auf Silvester habe ich gedacht, blüht das der einen oder anderen Dame unter uns ja gerade schon wieder. Und deshalb habe ich gedacht, nehmen wir uns heute was uns zu solchen Gelegenheiten warm hält. Was wir nicht nur zu solchen Gelegenheiten tragen können, sondern auch, was auch alltagstauglich ist und uns aber auch elegant warm hält, wenn wir mal schicker sein wollen. Und zwar einen solchen Ärmelschal, den ihr wahlweise so tragen könnt. Oder so. Oder so. Oder so. Genau. Was ihr dafür braucht, ist Strickstoff. Dehnbarer Strickstoff, der soll sich ja mit euch bewegen und um euch rumwickeln können. In meinem Fall, ich bin eine Größe 38 grob obenrum, 2,50 Meter. Wenn ihr kräftiger seid, größer seid oder auch sehr viel kleiner seid, dann macht es vielleicht Sinn, einmal um euch rumzumessen. Nehmt euch dafür euer Maßband in die Hand, streckt euren Arm so weit ihr könnt, wickelt es komplett um eure Schultern rum, guckt, wie weit ihr kommt, haltet da fest, schlagt das Maßband, sage ich, das Maßband einmal rum und nehmt es in der anderen Seite wieder und macht einmal den hier, guckt, wie weit ihr kommt und dann würde ich noch so 10 cm draufschlagen. Und dann wisst ihr, wie lang euer Strickstoff sein muss. In der Breite reichen auf jeden Fall 50 cm. Das heißt, ihr kauft also 2,60 Meter, 2,50 Meter, wie viel auch immer, von dem Strickstoff eurer Wahl und schneidet davon eine ordentliche Bahn 50 cm breit. Was ihr ansonsten braucht, ist ein Lineal auf jeden Fall, Nähclips, einen Rollschneider oder eine scharfe Schere oder beides. Irgendetwas zum Markieren, das ist bei Strickstoff ein bisschen tricky. Manchmal geht so ein Kreiderädchen gut, manchmal ein Trickmarker, manchmal Stecknadeln. Müsst ihr ein bisschen gucken, was ihr habt, welche Farbe ihr habt. Und alles an Maschinen, was euer Nähzimmer hergibt. Also wenn ihr eine Coverlock habt, ist das hier ein Projekt, bei der ihr sie anschmeißen könnt. Wenn ihr eine Overlock habt, auf jeden Fall benutzen. Ansonsten könnt ihr das natürlich auch an der normalen Nähmaschine nähen. Solltet ihr zu den Anfängern gehören, würde ich euch empfehlen, euch das Video anzugucken, das ich zum Thema Jersey vernähen mit der Nähmaschine aufgenommen habe. Das habe ich unlängst hochgeladen und verlinke ich euch hier oben nochmal, denn die Tipps darin gelten eben auch für das Vernähen von Strickstoff. Das hilft auf jeden Fall weiter. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Nach dem Zuschnitt eures Stoffes müssen alle Ränder gesäumt werden. Bei besonders grobmaschigen Stoffen kann es Sinn machen, zuvor ein solches Nahtband aufzubügeln. Die gibt es in unterschiedlichen Breiten und das verhindert einfach, dass die Maschen am Rand sich auflösen und vereinfacht in Summe die Weiterverarbeitung. Genau, das heißt, wir versäubern und säumen zuerst die Längsseiten und dann die Querseiten. Wenn ihr glückliche Besitzer einer Coverlock seid, dann macht ihr das in einem Arbeitsgang, sprich steckt das um und die Cover versäubert und säumt für euch gleichzeitig. Wenn ihr eine solche Maschine nicht habt, dann versäubert ihr den Rand eures Stoffes an der Nähmaschine oder eurer Overlock, steckt ihn dann um und näht den Saum an der Nähmaschine mit einem elastischen Stich oder, was ich besonders hübsch und effektiv finde, mit der Doppelnadel. Wenn ihr die Längs- und Querseiten gesäumt habt, schnappt ihr euch ein Ende eures Schals und faltet es längs, rechts auf rechts und steckt den Stoff da aneinander fest. Denn hier wollen wir jetzt den ersten Ärmel kreieren. Mein Ärmelbündchen soll
10 cm im Durchmesser haben. Das kommt bei mir gut hin. Wie gesagt, ich habe eine Größe obenrum 38 grob. Falls ihr kräftigere Unterarme habt oder besonders schmale Unterarme, würde ich empfehlen, dass ihr euch den Arm einmal hinlegt, mit eurem Maßband um die breiteste Stelle eures Unterarms messt. Davon die Hälfte nehmt und 2 cm abzieht. Bei mir komme ich dann, wie gesagt, auf 10 cm. Das Material ist ja mehr oder weniger dehnbar, je nachdem, für welche Art Strick ihr euch entschieden habt, kommt ihr damit aber gut hin. So, jetzt markiere ich mir 25 cm, die mein Ärmelbündchen werden. Das mit dem Markieren auf Strickstoffen ist so eine Sache. Das ist nicht ganz so einfach, weil der sich eben verzieht. Wenn es ein heller Stoff ist, fahrt ihr gut mit Trickmarker oder auch auf dunklem. Ihr müsst ein bisschen experimentieren, da hat auch jeder so seine Vorlieben. Ich benutze heute das Kreiderädchen, damit ihr das in dem Video gut erkennen könnt. Normalerweise würde ich mir das tendenziell eher mit Trickmarker markieren oder mit Stecknadeln oder Clips oder ähnlichem. So, das sind meine 25 cm. Von hier mache ich mir eine Verbindungslinie zum Rand. Wie gesagt, das geht mit dem Rädchen nur so bedingt gut. So. Jetzt möchte ich aber ungern so eine Zickzacklinie nähen. Das heißt, ich mache mir hier eine Art Rundung rein. Ich würde also von hier in eine Art Halbkreis hier rüber nähen und von dieser Stelle auch wieder in eine Art Halbkreis zur Außenlinie und würde hier noch etwa 10 cm am Rand entlang, bis etwa wo dieses Clip ist, das sind etwa 10 cm, die habe ich vorhin abgemessen, hier noch am Rand entlang zusammennähen, bis hier bei der Overlock würde ich dann hier die Naht auslaufen lassen und da sichern. Wenn ich hier ganz normal an der Nähmaschine zusammennähe, würde ich eben hier dann die Naht verriegeln und auslaufen lassen. So. Ich gehe damit jetzt an die Overlock, denn die macht ja freundlicherweise 3 Dinge für mich, nämlich das Abschneiden, was ich nicht brauche, den Rand versäubern und die 2 Lagen zusammennähen, die ich vernähen möchte. Wenn ihr eine Nähmaschine habt, geht ihr damit an die Nähmaschine und näht entlang eurer gerade gekennzeichneten Linie mit einem elastischen Stich und wie gesagt hier noch etwa 10 cm am Rand entlang diese beiden Lagen zusammen und lasst die Naht zum Rand hin auslaufen und sichert die am Rand. Und wenn ihr das getan habt, schneidet ihr eine großzügige Nahtzugabe ab und versäubert den Rand eurer Naht. Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Sieht dann so aus. Wem das hier nach dem Ärmelbündchen zu schnell breit wird und wer hier gerne einen langsameren Verlauf des Breiterwerdens hätte, kann natürlich hier einfach auch eine andere Schnittführung wählen und das ein bisschen gradueller auslaufen lassen. Das ist völlig euch überlassen. In jedem Fall macht ihr das genauso wie ihr es hier gemacht habt, auch nochmal auf der gegenüberliegenden Seite und dann ist euer Ärmelschal schon fertig. Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. So, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und ihr seid jetzt bestens gewappnet für Silvester oder welche Feierlichkeiten auch immer ihr demnächst besuchen möchtet. Wie gesagt, ich finde, das ist auch durchaus alltagstauglich tragbar. Ich hoffe, ihr erntet viele A's und O's für euren Schal, Wickel, Bolero, Pulli, whatever, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Wenn euch das Spaß gemacht hat und ihr gerne weitere Näh- und DIY-Tutorials von mir sehen möchtet, abonniert auf jeden Fall den Mommy Make Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, damit YouTube euch informiert, wenn ich wieder etwas hochlade. Kommt gut ins neue Jahr. Vor 2020 werde ich mich hier nicht mehr zu Wort melden. Im neuen Jahr dann wieder. Und ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mommy Made!